Massive Veränderungen, die uns erreichen, Informationsflut, Ängste kommen da auf, Unsicherheiten. Und wir suchen häufig nach Halt im Außen, um wieder in unsere Mitte zu kommen. Warum du den besten Coach der Welt immer dabei hast, wie du Kontakt zur geistigen Welt aufnimmst und warum Herz über Verstand geht. Natürlich ist es ein fantastischer erster Schritt, wenn ich erkenne, dass ich Unterstützung benötige. Und das ist auch eine gute Idee, wenn ich dann einen guten Coach finde. Manchmal ist das sogar die beste Freundin, der beste Freund, mit dem ich über diese Themen, die mich bewegen, mich austauschen kann. Und dennoch ist es ganz häufig so, dass wir zwar Dinge, Meinungen, Inspirationen hören, sie aber dennoch nicht 100% für uns stimmig sind. Woran liegt das? Mit dem Thema habe ich mich schon einmal in einem früheren Video beschäftigt. Das verlinke ich am Ende dieses Videos. Aus meinen jahrelangen Erfahrungen als Trainerin und Coach mit Tausenden von Teilnehmern und auch aus meiner eigenen Erfahrung als Coaching-Teilnehmer weiß ich, dass es nicht nur wichtig ist, einen guten Coach für sich zu finden, sondern auch den rechten Zeitpunkt abzupassen. Was will ich damit sagen? Ich kann total begeistert sein von dem, was ein anderer mir sagt, an Inspiration oder Tipps gibt und merke dann im Nachgang jedoch, dass ich es nicht umsetzen kann, dass ich im Grunde, ich drück's mal salopp aus, 1000 Tritte in den Hintern bräuchte, um das tatsächlich auch umzusetzen, was ich da für mich als richtig erkannt habe. Das ist ein Thema des Zeitpunktes. Und wisse, wir werden geführt. Und zwar aus der geistigen Welt werden wir geführt. Durch unser höheres Selbst, durch unsere spirituellen Begleiter. Egal, ob uns das schon bewusst ist oder erst so langsam in unser Bewusstsein hineinsickert. Das heißt, du bekommst zum akkurat rechten Zeitpunkt die für dich passenden Informationen immer, ohne Ausnahme. Das kannst du jetzt für dich als positiv und stimmig hinnehmen, aufnehmen, oder du sagst, nein, das stimmt nicht. Egal. Auch das, was ich hier in dem Video sage, ist Inspiration für dich und du wählst, was für dich stimmig ist. Wir alle haben einen inneren Coach. In meinem Büchlein vom vergangenen Jahr, wie Selbstcoaching gelingt, habe ich ihn, wie auch in früheren Zeiten schon, Inko genannt. Warum ist dieser innere Coach so mächtig? Das wurde mir nach und nach immer klarer und klarer durch meinen im Grunde permanent bestehenden Kontakt zur geistigen Welt. Der ist deswegen so stark und mächtig, weil er in direktem Kontakt zur geistigen Welt, zu unserem höheren Selbst steht, zu unseren Geistführern. Und wo hat der seinen Sitz? Ja, darüber könnte man streiten. Und deswegen sage ich Herz über Kopf. Auf jeden Fall nicht in unserem Karussell im Kopf. Da hat er nicht seinen Sitz, dieser innere Coach, sondern in unserem Herzen. Und unser Herz steht schwingungsmäßig betrachtet in Kontakt zum Universum, zur geistigen Welt, zu Gott, wie auch immer du das Ganze für dich bezeichnen möchtest, und nimmt die Schwingungen von dort auf. Wie kannst du nun, statt unbewusst einfach nur auf Zufälle zu hoffen und zu warten, ganz zielgerichtet Kontakt zur geistigen Welt, zu deiner Seelenführung aufnehmen?
Nach meiner Erfahrung gelingt das am besten durch Meditieren. Wie Meditieren geht, habe ich in einem Video schon erläutert. Ich verlinke auch das am Ende dieses Videos. Stell dir das so vor, dass Meditieren im Grunde auf alle Arten und Weisen geht, die dich und deinen Geist, deinen fortwährenden, hämmernden Verstand zur Ruhe bringen. Für den einen ist es tatsächlich das Meditieren in der typischen meditativen Haltung. In Ordnung. Für den anderen funktioniert das, wie zum Beispiel auch für mich, als Gehmeditation. Das heißt, ich gehe spazieren und dabei ist es mittlerweile für mich völlig egal, ob ich unter Tausenden von Menschen mich bewege oder in einem Park oder in der Natur spazieren gehe, weil man sich abschotten kann. Du kannst im Grunde eine Blase um dich herum mental erschaffen, die dich abschottet von allem, was im Außen passiert. So findest du auf jeden Fall in die Ruhe. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, auf welche Weise kommen denn die Botschaften zu dir? Nach meiner Erfahrung ist das die beste Art und Weise, mit der geistigen Welt zu kommunizieren, indem du eine Frage, die dich gerade sehr beschäftigt, stellst. Und du kannst sie auch ganz offen halten. Zum Beispiel, was ist jetzt für mich in dieser oder jener Situation wichtig zu wissen? Was ist wichtig für mich eventuell zu tun? Das ist die einfachste Frage. Und das Universum, die geistige Welt, ist lernfähig. Du erhältst die Botschaften nämlich auf genau dem Wege, die deinem besten Wahrnehmungskanal entspricht. Du merkst es zum Beispiel rein körperlich, indem etwas in dir weit und warm und wohlig wird oder indem sich alles zusammenzieht und eng wird. Ja, da weißt du sofort, Plus, Minus. Oder aber du bist der visuelle Typ, dann wird dir ein Bild gegeben, ein Bild als Botschaft, die du in der Lage bist zu entschlüsseln. Oder ich höre zum Beispiel glasklar Worte, wobei die Worte mitunter etwas anders sind, als ich sie in der Alltagssprache benutzen würde und ich dann auch mal kurz drüber nachdenken muss, wie das Ganze gemeint sein könnte. Du bekommst die Botschaften zum Beispiel in Träumen, auch in realitätsnahen Träumen. Und am Morgen, wenn du die erinnerst und dann sind es wichtige Träume, dann darfst du darüber nachdenken. Oder du bekommst sie in Form von Synchronizitäten. Das heißt also, du hast eine Frage gestellt, siehst plötzlich ein Plakat und auf dem steht scheinbar die Antwort, die Lösung auf deine Frage. Oder dir schweben Federn über den Weg. Du siehst Engelszahlen. Oder. Das Universum ist so kreativ, wenn es darum geht, dir Botschaften zu schicken. Und im allerschlimmsten Fall, das muss man leider auch sagen, schickt es dir Krankheiten als Botschaft, damit du ausgenockt bist und Zeit und Ruhe hast zum Nachdenken. Ich hoffe, das Ganze hat dich inspiriert. Du kannst das eine oder andere daraus für dich nehmen. Bis zum nächsten Video oder Podcast wünsche ich dir eine gute Zeit. Tschüss.